Wusstest du, dass ein einziger Mann das Schicksal Roms für immer veränderte und mit seinem Blut die Geburt des Kaiserreichs besiegelte? Stell dir vor, du bist in den Straßen Roms. Es ist eine Zeit des Umbruchs, der Intrigen und des blutigen Machtkampfes. Eine Zeit, in der ein Mann nicht nur die Republik erobert, sondern sie von innen heraus neu formt. Eine Zeit, in der politische Genies, machtbesessene Senatoren und ambitionierte Feldherren das Schicksal eines Weltreiches auf dem Spiel setzen. Am Ende dieses Dramas wird nichts mehr so sein, wie es einmal war. Denn dieser Mann namens Gaius Julius Caesar wurde nicht nur zum Herrscher, sondern zum Sinnbild einer Ära. Kapitel 1 – Exposition – Die Formung eines Tyrannen in der turbulenten Republik. In den prunkvollen Straßen Roms, in einer Zeit des Umbruchs, wurde im Jahr 100 vor Christus Gaius Julius Caesar geboren. Er entstammte der angesehenen Familie der Gens Julia, die ihre Wurzeln auf die Göttin Venus zurückführte und sich so einen göttlichen Anspruch auf Macht schuf. Früh schon wurde er ins politische Ränkespiel verstrickt, denn seine Familie war eng mit den Populares verbunden, die sich für das einfache Volk einsetzten. Dies brachte ihn in direkten Konflikt mit Sulla, dem Diktator, der die konservative Elite vertrat. Als Sulla Caesar befahl, sich von seiner Ehefrau Cornelia zu scheiden, verweigerte dieser den Gehorsam. Ein Akt, der ihm beinahe das Leben kostete und ihn zur Flucht aus Rom zwang. Die Begnadigung durch Sulla konnte Caesar erlangen, aber diese frühe Verfolgung lehrte ihn eine harte Lektion. In der römischen Politik gab es keine Gnade. Er kehrte nach Sullas Tod zurück und nutzte fortan seine politischen Ämter nicht, um der Republik zu dienen, sondern um seine eigene Machtbasis aufzubauen. Als Ädil gab er Unsummen für prächtige Spiele aus, was ihm zwar die Liebe des Volkes einbrachte, ihn aber in immense Schulden stürzte. Doch das war kein Fehler, sondern Teil eines Plans. Er verschuldete sich bewusst, um Popularität zu gewinnen und sich durch die Ausbeutung von Provinzen wieder sanieren zu können. Nach einer Statthalterschaft in Südspanien konnte er seine Schulden unter anderem bei Crassus begleichen und Bestechungsgelder für seine Konsulatskandidatur aufbringen. Die Republik war im Verfall und Caesar war der Erste, der dieses kranke System perfekt ausnutzte. Ein weiterer Beweis seines politischen Genies war sein Sieg bei der Wahl zum Pontifex Maximus im Jahr 63 vor Christus, bei der er sich gegen zwei hochrangige und einflussreiche Senatoren durchsetzte. Kapitel 2 – Steigende Handlung – Der Pakt mit den Mächtigsten. Die römische Politik steckte fest, die mächtigsten Männer Roms konnten ihre Ziele nicht durchsetzen, weil der Senat sie ständig blockierte. Gnaeus Pompeius Magnus, ein triumphaler General, wollte Land für seine Veteranen. Marcus Licinius Crassus, der reichste Mann Roms, wollte die Neuverhandlung von Steuerverträgen für seine Klienten. Und Caesar selbst, der Schuldenberg über dem Kopf und den Konsulat in Reichweite, brauchte eine lukrative Statthalterschaft, um seine Macht und seine Kassen aufzufüllen. Die Verfassung war zur Sackgasse geworden. So schmiedeten diese drei ungleichen Männer im Geheimen ein Bündnis, das erste Triumvirat. Es war ein unheiliger Pakt. Sie nutzten ihren persönlichen Einfluss, um die Republik zu umgehen. Der Pakt, der die privaten Vereinbarungen von drei Männern zur Regelung der Geschehnisse in Rom machte, war beispiellos. Caesar bekam seine Statthalterschaft in Gallien, Pompeius sein Land und Crassus politisches Ansehen. Das Bündnis wurde von 56 vor Christus erneuert, um seine Stabilität zu sichern. Doch der Pakt war auf Sand gebaut. Der Tod von Crassus im Kampf gegen die Parther und der Tod von Caesars Tochter Julia lösten das Bündnis auf. Aus der Allianz war ein tödlicher Zweikampf geworden und der Senat, der Caesars Macht mit Furcht beobachtete, stellte sich auf die Seite von Pompeius.
Die Spannungen zwischen den beiden einstigen Verbündeten verstärkten sich, da Pompeius in Rom blieb und sich den Konservativen annäherte, während Caesar in Gallien immer mächtiger wurde. Das Schicksal der Republik hing nun an einem seidenen Faden. Kapitel 3 – Höhepunkt: Der Rubikon, die Eroberung und der Fall der Republik. Der Senat stellte Caesar ein Ultimatum. Er sollte sein Kommando niederlegen und als Privatmann nach Rom zurückkehren. Doch Caesar wusste, dass dies seine politische und militärische Vernichtung bedeuten würde. Also traf er eine Entscheidung, die den Lauf der Geschichte für immer veränderte. Mit dem legendären Ausspruch Alea jacta est, der Würfel ist gefallen, überschritt er mit seiner Armee am 11. Januar 49 v. Chr. den kleinen Grenzfluss Rubikon und marschierte auf Rom. Dieser Akt war der unwiderrufliche Beginn des Bürgerkriegs. Die Macht der Waffengewalt triumphierte über die Gesetze der Republik. Caesar marschierte auf Rom, aber die Bevölkerung empfing ihn mit Angst und Schweigen. Er verfolgte Pompeius nach Griechenland und besiegte ihn in der Schlacht von Pharsalos. Es folgten Feldzüge in Ägypten, wo er in einen Krieg verwickelt wurde, sowie in Afrika und Spanien. Mit weiteren Siegen bei Thapsus und Munda sicherte sich Caesar die unumschränkte Alleinherrschaft. Die Eroberung Galliens hatte ihm zuvor das Fundament für diesen Triumph geliefert. 8 Jahre lang hatte er ganze Völker unterworfen und sich in seiner Schrift De Bello Gallico als genialer Feldherr gefeiert. Er nutzte Täuschung und schnelle Marschbewegungen, aber auch äußerste Brutalität, wie bei der Auslöschung ganzer Stämme. Die Britannienfeldzüge hatten primär propagandistischen Wert, um Caesars Prestige zu steigern. Der Höhepunkt seiner militärischen Laufbahn war die Belagerung von Alesia im Jahr 52 v. Chr. Dort stellte er sich einer doppelten Bedrohung, den belagerten Galliern unter Vercingetorix und einem gewaltigen gallischen Entsatzheer. Mit einem Geniestreich der Ingenieurskunst ließ er einen doppelten Ringwall errichten, der seine Truppen von beiden Seiten schützte. Er verwandelte seine prekäre Position in eine uneinnehmbare Festung und brach so die Moral beider Feinde. Nach dem Sieg in Alesia kehrte Caesar als unumstrittener Sieger nach Rom zurück. Kapitel 4 – Fallende Handlung, die Tyrannei und das unausweichliche Ende. Nach seinem triumphalen Sieg nutzte Caesar seine Macht, um die Republik, die er gerade erst zerstört hatte, zu stabilisieren. Er führte umfassende Reformen durch, den Staat, der unter der Last seines riesigen Imperiums zusammenbrechen drohte, wieder aufbaute. Er erhöhte die Zahl der Senatoren und füllte den Senat mit seinen loyalen Anhängern. Er verlieh allen freien Bewohnern Italiens das römische Bürgerrecht und gründete Kolonien, um Veteranen und die arme Bevölkerung anzusiedeln. Die wichtigste seiner Reformen war der julianische Kalender, der unser heutiges Kalendersystem prägt. Doch Caesar wollte mehr als nur ein Reformer sein. Im Februar 44 v. Chr. ließ er sich zum Diktator auf Lebenszeit ernennen, dem Dictator Perpetuus. Die Macht in den Händen eines einzigen Mannes war der endgültige Bruch mit den republikanischen Idealen. Für viele Senatoren war er nun ein Tyrann, der mit göttlichen Ehren über die Gesetze gestellt wurde. Eine Gruppe von etwa 60 Verschwörern, angeführt von Marcus Junius Brutus und Gaius Cassius Longinus, plante diesen Verrat zu sühnen. Brutus handelte aus einem idealistischen Wunsch heraus, die Republik wiederherzustellen, während Cassius von persönlichem Groll angetrieben wurde. Sie waren sich naiv sicher, dass der Staat nach Caesars Tod wieder wie zuvor funktionieren würde. Caesar wurde wiederholt vor der Verschwörung gewarnt, doch er ignorierte die Warnungen, aus Arroganz oder Vertrauen in sein Glück. Seine Frau Calpurnia hatte einen Albtraum, in dem sie ihren ermordeten Mann in den Armen hielt und flehte ihn an, nicht zur Senatssitzung zu gehen. Auch eine Schriftrolle mit den Namen der Verschwörer, die ihm ein Grieche überreichen wollte, wurde von ihm ignoriert. Kapitel 5 – Auflösung – Der blutige Triumph und die Geburt des Kaiserreichs.
Am 15. März 44 v. Chr., den berühmten Iden des März, betrat Caesar das Theater des Pompeius, um an einer Senatssitzung zu teilnehmen. Die Verschwörer umringten ihn. Als der erste Dolchstoß ihn nur leicht verletzte, schrie Caesar Casca an, der den ersten Schlag ausgeführt hatte. Dann stachen sie alle auf ihn ein, 23 Mal. Die berühmten Worte »Auch du, mein Sohn Brutus« waren wahrscheinlich nur eine literarische Erfindung, aber sie symbolisierten den ultimativen Verrat an einem Vertrauten. Die Verschwörer glaubten, mit dem Tod des Tyrannen die Republik wiederherzustellen, doch sie waren naiv. Sie erkannten nicht, dass Caesars Herrschaft nur ein Symptom für den Verfall der Republik war. Ihr Attentat stürzte Rom in noch größeres Chaos und entfachte neue Bürgerkriege. Der Kampf um das Erbe Caesars entbrannt, und so schmiedeten sein Adoptivsohn Octavian, Marcus Antonius und Lepidus ein neues Bündnis, das Zweite Triumvirat. Sie rächten Caesars Tod in der Schlacht von Philippi und teilten das Reich unter sich auf. Doch auch dieses Bündnis zerbrach, und im finalen Kampf zwischen Octavian und Marcus Antonius in der Seeschlacht bei Actium setzte sich Octavian durch. Er wurde zum Alleinherrscher Roms. Unter dem Ehrennamen Augustus vollendete er, was Caesar begonnen hatte: die Umwandlung der Republik in eine Monarchie. Er wurde der erste römische Kaiser, und Caesars Name lebte als Herrschaftstitel Kaiser und Zar fort. Caesars Ermordung war nicht das Ende, sondern die blutige Geburt des römischen Kaiserreichs.